herzlich willkommen zu einer weiteren Tour von mir. Und zwar bin ich heute mal in Westerhausen und Quedlinburg in diesem Waldstück unterwegs. Ich habe schon zweimal einen anderen Weg gesucht. Es ist hier gar nicht so einfach, denn der Wald ist hier relativ beschädigt. Denn die Wege sind ja auch sehr, sehr zerfahren. Und ich habe auch noch von gestern die Schnauze voll, denn meine Schuhe sind noch gar nicht richtig trocken gewesen, denn da klemmt noch der Schlamm dran. Mal sehen, ob das heute wieder so ist. Und wenn ihr Lust habt und mitkommen wollt, dann lade ich euch ganz herzlich dazu ein und viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich befinde mich jetzt erst einmal auf einem ziemlich geraden Waldweg. Er ist auch sehr, sehr breit, aber der Vorteil ist, der Boden ist sehr sandig und dadurch steht auch nicht so viel Feuchtigkeit auf diesem Boden. Also man kann das ziemlich gut gehen, auch trotz, dass er teilweise manchmal schlecht ist, geht das eigentlich jetzt hier. Genau, zur alten Burgwarte wollte ich eigentlich. Und da geht es jetzt hier so etwas den Berg hinauf. Ja, an diesem Schild muss ich jetzt raten, in welche Richtung es geht. Garantiert nicht gen Himmel oder gen Erde. Ich werde es jetzt erstmal hier links versuchen und dann sieht es aus, als ob es wieder nach rechts geht. Genau, nach rechts. Ja, vor mir sehe ich jetzt schon so einen kleinen Hügel. Ich denke mal, dass auf diesem Hügel diese Altenburgwarte steht. Ja, Fehlanzeige. Hier steht Wasserversorgung und Abwasserversorgung Ostharz. Also das war es noch nicht. Aber dahinter, dieser kleine Turm, der wird sein. Die Altenburgwarte. Eine der ehemals 11 mittelalterlichen Feldwarten der Stadt Quedlinburg. Erbaut wurden diese Feldwarten um 1300 zur Bewahrung der Quedlinburger Feldflur. Ich habe heute mal die Taschenlampe vergessen. Ich hoffe, dass jetzt nicht so dunkel wird. Und schon sind wir oben. Ja, die Altenburgwarte habe ich jetzt abgehakt. Hier vorne soll es, glaube ich, noch eine kleine Aussicht geben. Da gehe ich mal noch hin, denn Quedlinburg von oben wollte ich mir noch mal kurz angucken. Das ist ja mal eine geniale Aussicht hier. Ich zeige euch mal ein Foto. Ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es hier im Harz oder im Harzer Vorland so fadige Wege gibt.
Mann, auf was für einen schönen Weg bin ich jetzt hier eigentlich gestoßen. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Mal sehen, ob es bis zurück so bleibt. Ja, das Schild ist aber auch ein bisschen lustig. Hier steht Seerosenteich dran. Ja, wie Seerosenteich sieht das jetzt hier nicht so mehr aus. Okay, ich revidiere meine Aussage. Hier gibt es doch noch 2 Teiche. Ja, langsam werden die Felder auch wieder grün. Die machen es mir heute wirklich wieder nicht einfach hier. Ah! Haben sie echt mitgedacht. Ich weiß nicht, wie viel der Bank das jetzt hier schon ist, aber es gibt reichlich. Oh, ein Berg. Wow. Wer schnell läuft, der schnell unten. Wie schön, ein kleiner Hindernislauf. Zack, zack. Zack, zack. Was für eine grandiose Aussicht. Aber ich meine nicht den Holzstapel hinter mir, ich meine das vor mir. Da kannst du echt sagen, der ist immer lang. Mann, da hinten ist ja Weltuntergang. Ich glaube, da regnet's. Interessanter Stein. Da steht drinne bei Komoot, dass es der Hessenbergstein ist. Sonst steht hier nichts weiter dran. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ich bin jetzt gleich wieder in Westerhausen zurück. Ja, ich habe heute noch nicht ganz genug. Da gibt es noch was anderes zu sehen und das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht es um diese Felsen, die ich jetzt vor mir sehe. Die wollte ich mir schon lange mal anschauen. Ich bin nämlich schon oft auf der A36 dran vorbeigefahren und heute schaue ich die mir mal an. Der Königstein, Höhe 190 Meter. Diese Schichtrippe aus dem Buntsandstein aus der Unterkreide ist etwa 130 Millionen Jahre alt und eine sehr auffällige Landmarke. Seit rund 100 Jahren wird er als Kammelfelsen genannt. Seine alte Bezeichnung, die noch heute bei den Alt-West-Häusern üblich ist, lautet Kehnstein. Ich stehe jetzt hier an einer sogenannten Wildwechselbrücke. Ich frage mich dann aber mal ernsthaft, habt ihr schon mal an so einer Brücke hier gestanden? Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, so laut ist das hier. Da frage ich mich welches Wild wechselt hier die Fahrbahn?
Manchmal finde ich sowas lächerlich. Ich meine, die haben es ja ziemlich dekorativ gebaut. Betreten darf man das natürlich nicht. Da steht da, Achtung Wildbrücke, betreten verboten, Vergrämen der Tierwelt, vermeiden, Hunde anleihen, Anlage der Straßenbauverwaltung. Allein schon das Wort vergrämen, da musste ich schon dreimal überlegen, was das zu bedeuten hat. Und hier gibt es schon mal den ersten Sandsteinfelsen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht alles. Der Rest kommt noch. Der zumindest sieht schon mal sehr interessant aus. Bis auf den Autolärm da unten ist hier alles okay. Das jetzt vor mir ist der Hungerstein. Und vom Hungerstein kommen wir gleich direkt zum Königstein. Ja, die Teufelsmauer in Wettersleben ist ja so ähnlich gebaut wie das hier. Das ist wahrscheinlich genauso ein Ausläufer wie diese Teufelsmauer. Denn es ist auch so ein schmaler Felsen, der einfach hier so rausragt. Habe ich es doch fast bis ganz hoch geschafft. Aber weiter geht es nicht mehr. Aber eine schöne Aussicht hat man von hier oben. Vor mir der Ort Westerhausen. Natürlich auf diese Felsen kommt man nicht ohne weiteres hoch. Ja, jede Tour hat dann auch mal ein Ende. Also jetzt der Königstein, das war dann mein letztes Ziel für heute. In allen war das heute wirklich eine schöne kleine Wanderung. Ich meine, der erste breite Weg durch den Wald, davon mal abgesehen, der war nicht so schön. Aber da oben die Warte war dann wieder mal sehr interessant. Und dann dieser Rückweg, der da so am Waldrand so ein bisschen lang ging. Der war natürlich dann schöne, schmale Wege. Also der hat mir wirklich gefallen. Und dann habe ich mir eben, wie gesagt, noch das letzte Highlight hier gegönnt, diesen Königstein. Und das hat sich nochmal gelohnt. Auch für eine ganze Wanderung hätte sich das absolut nicht gelohnt. Das ist ja bloß mal so ein kleiner Rundgang. Aber das habe ich eben noch mal extra mitgenommen und habe das mit der anderen Wanderung verbunden. Und ich bin eigentlich auch sehr begeistert, das heute noch gesehen zu haben. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Video.
Tschüss.